Alright Leute, wir haben endlich alle Informationen zum letzten DLC-Pack in der Season, DLC-Pack 6, das legendäre Pack, Freunde. Wir wissen, wann das DLC kommt, was für Charaktere es offiziell beinhalten wird. Wir wissen auch schon ein bisschen was zu den neuen Missionen und wir schauen uns heute alles, Freunde, in dem Video an. Noch eine kurze Sache, bevor es weitergeht, Leute, weil ich oft in den Kommentaren von euch gefragt wurde, wie es streamtechnisch bei mir aussieht. Klar, wir werden auf jeden Fall das neue DLC streamen. Ich werde sowohl wahrscheinlich auf YouTube als auch auf Twitch online sein. Aber Leute, checkt unbedingt X ab, also Twitter, und diesen Instagram-Account. Auf diesem Instagram-Account poste ich auch immer in die Story, wenn ich live gehe. So viel dazu, Leute. Jetzt legen wir los. Also, Freunde, ich hatte es schon angesprochen, das DLC-Pack kommt, wie richtig erwähnt, von den Leaks. Schaut dort auf jeden Fall an meine Quelle. Nächste Woche schon raus, also Ende März. Das genannte Datum ist der 28.03.2024. Das ist ein Donnerstag. Aber an der Stelle soll gesagt sein, Freunde, das Ganze gilt erstmal nur für Japan. Es ist jetzt nicht offiziell bestätigt, ob das natürlich dann auch für global gilt. Ich sage das deshalb, weil, falls ihr euch daran erinnern könnt, DLC Pack 4 Onigashima Pack mit Ruffy Gear 5, Yamato und Kaido kam auch einen Tag vor Japan. Dadurch, dass meine Quelle den Release vom 27. bestätigt hat, kann es gut sein, dass wir es ebenfalls einen Tag früher kriegen. Was DLC Pack 5 angeht, Film Red, war das aber zeitgleich für alle Regionen. Will ich auf jeden Fall nur erwähnt haben, behaltet es im Hinterkopf. Frühestens 27.03. für uns, spätestens am 28.03. ist der Release von DLC Pack 6. Ich weiß, für viele ist es jetzt vielleicht schon relativ früh. Wir hatten auch ganz am Anfang ein bisschen später damit kalkuliert, aber die hauen es jetzt halt ebenfalls jetzt schon raus. Haben vor einer Woche mit Marketing gestartet, aber die geben Vollgas. Ich merke auf jeden Fall, der Hype ist auf jeden Fall da. Und Freunde, wir haben auf jeden Fall auch neue Infos zu den Charakteren. Ihr habt es mitbekommen, ihr habt es gesehen. Wir haben sie jetzt auch schon in Aktion gesehen. Meine Meinung, mein Fazit, mein Ersteindruck zu den Charakteren gibt es auch gegen Ende vom Video, Freunde. Oh mein Gott, Alter. Eure Kommentare, Leute, overn. Ich sehe Leute, die es lieben und abfeiern und Leute, die haten, und ich kann beide Seiten voll verstehen. Bevor wir aber dazu kommen, Freunde, klar, Rayleigh vom Techniktypus ist natürlich sehr speziell. Garp vom Krafttypus, Garp gefällt mir richtig gut, aber Roger natürlich auch unfassbar strong. Und der erste Eindruck, ich muss es einfach jetzt schon vorziehen, Leute, zu den Charakteren gefällt mir richtig gut. Muss sagen, bei Garp positiv überrascht. Ich finde es geil, dass er sich auch aufladen kann und dass er halt diese gesamte Range hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich von Rayleigh so ein bisschen enttäuscht. Um ehrlich zu sein, hatte ich mir von Rayleigh ein bisschen mehr erhofft, aber das sind halt diese Technik-Typus-Charaktere. Das sage ich deshalb, und das sage ich jetzt an der Stelle auch nur, es ist mein erster Eindruck dazu. Denn Technik-Typ-Charaktere brauchen einfach ein bisschen Zeit. Die wirken vielleicht am Anfang vermeintlich nicht so strong, aber wenn man sich mit den Techniken, deshalb heißt der Technik-Typ, auseinandersetzt, kann man schon viel mehr rausholen, wie man auf den ersten Blick denkt. Und ich glaube, Rayleigh wird genauso ein Charakter sein. Aber wenn ich jetzt allgemein alle drei ranken muss, nur vom Ersteindruck her, und ich habe nicht jeden einzelnen Gameplay-Clip gesehen, weil ein paar Sachen will ich mich auch nicht spoilern lassen, hätte ich gesagt, dass Rayleigh auf der 3 ist, Garp auf der 2 und natürlich muss so sein Gold Roger auf die 1, Freunde, mit seiner legendären Cap. Finde ich geil, dass er seinen Hut auf jeden Fall auch am Start hat. Das war auf jeden Fall für viele auch wichtig. Das muss einfach sein, Freunde. Piratenkönig mit seinem legendären, ich hätte gesagt Strohhut, aber ihr wisst, wie es läuft, mit seinem Piratenhut. Und Roger auch, er ist einfach insane, Freunde. Er ist einfach insane. Aber, Freunde, ich bin schon krass gehypt und freue mich auf den Zeitpunkt, wenn das DLC draußen ist und ich kann mit allen drei meine Rounds machen. Und bevor wir jetzt weitermachen, Leute, für nur 2,99 € könnt ihr die Qualität des YouTube-Kanals hochpushen und gleichzeitig mich supporten. Und wenn das nicht genug wäre, Freunde, werdet ihr ebenfalls noch namentlich in den YouTube-Videos erwähnt. Danke an alle Supporter, Freunde, weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Und das bisher erstmal zu den Charakteren. Wir haben auch neue Infos zu dem Modi. Und es gab jetzt auch von heute, Gameplay-Video habe ich auch schon hochgeladen, einen Zusammenschnitt. Neues Gameplay, Shoutout an die asiatischen Kollegen. Die haben da schon die Möglichkeit, das Ganze früher anzuzocken, laden es dementsprechend dann auch schon hoch als Premiere. Die haben auch schon die neuen Charaktere in Action gezockt, wie gesagt Gameplay auf dem Channel online, und haben aber auch noch schon den neuen Modus teilweise ausprobiert.
Da habe ich mich jetzt nicht spoilern lassen direkt. Ich lasse, wie gesagt, einen Link in der Videobeschreibung rein. Könnt ihr gerne abchecken, wenn es euch interessiert. Es gibt aber trotzdem neue Informationen zum Modus, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar geht es hier rum, ich übersetze einfach mal den Twitter-Post. Die 3. Zusatzfolge, der Weg zum Piratenkönig, erscheint ebenfalls am 28. März. Das heißt, der letzte Modi, die neuen Missionen werden rund um den Piratenkönig Goldie Roger spielen. War natürlich am realistischsten, dass der Fokus auf Gold Roger besteht, gerade auch was das Marketing angeht, also die Charaktere und natürlich auch die Mission. Hier steht auf jeden Fall auch noch, und das ist jetzt interessant, Leute, dieses DLC besteht aus 4 Arten spezieller Konzeptionsschlachten und dem Szenario mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad, Freunde. Es soll richtig schwer werden. Ich will mich nicht zu krass reinhypen, aber True Pirate King Mozu, laut der Übersetzung, ein Modus, in dem sie darauf abzielen, in jedem Feld die Nummer 1 zu sein. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich denke mal, der Modus wird so aufgebaut sein wie bei Yamato. 4 verschiedene Missionen und die werden es vom Schwierigkeitsgrad, was natürlich aber, finde ich, voll logisch ist und war, es in sich haben. Ich bin gespannt, wie schwer es wird. Ob es wirklich an Power Wars 3 Albtraummodus angrenzt oder ob das immer noch eine easy Kiste ist. Warum ich das sage, die Seelenkarten haben sich ja gleichzeitig auch erweitert und jetzt müssen die halt so einen Modus ballern, wo du alle 3 Seelenkarten auf Max hast und trotzdem muss es schwierig sein. Und da bin ich echt gespannt, Freunde. Da bin ich echt gespannt, ob sie das hinkriegen oder ob der neue Modus an sich so ein bisschen herausfordernd ist. Aber sobald du alle Seelenkarten voll hast, es ist wieder easy peasy, so wie man es vom Spiel gewöhnt war. Und ob das ein wirklicher Schwierigkeitsgrad ist, wo du krass drüber nachdenken musst und taktisch, strategisch vorgehen musst. Oder ob das so künstlich schwer ist, weil der Gegner einfach nur mehr Schaden macht. Das war's. Wisst ihr, was ich meine? Bin ich auch gespannt. Aber Leute, das waren erstmal bisher alle wichtigen, relevanten Infos. Gibt noch eine andere Info, dazu kommt aber ein neues Video, ein separates Video. Das will ich hier nicht auch noch mit reinquetschen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, Freunde, euer Ersteindruck. Ich habe schon ein bisschen was unterm Gameplay gesehen zu Roger, Rayleigh und Garp, aber auch zu den Missionen. Und Freunde, holt ihr euch das DLC. Und ganz wichtig, Leute, seid ihr auch im Stream dabei. Ich bin gespannt. Also erste Session. Ich will mit euch zocken. Das ist auch die Frage, ob man den neuen Modus zusammen zocken kann, Leute. Oder ob der auch nur wahrscheinlich wieder offline sein wird. Mann, das nervt mich, Alter. Bringt doch einfach einen Koop-Modus rein in das DLC, in die DLC-Mission. Warum nicht? Warum nicht?